Herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial. Ich möchte einmal kurz zeigen, wie man MIDI-Mapping mit Dustlight 5 machen kann und wie wir Szenen auf unseren APC Mini MK2 mappen können und auch die Farbausgabe mit dem APC Mini hinbekommen. Und dafür erstellen wir uns eben eine kurze Farbszene. Diese wird orange-blau. So, wir wählen uns dafür einmal alle Fixtures aus, die orange sein sollen. Das sind bei mir diese hier. Farbe und machen hier ein schönes Orange. Wie sowas hier. Das sollte auf jeden Fall passen. Gucken wir noch einmal kurz, was der Derby für eine Farbe gewählt hat. Hätte ich gerne die hier, rot-grün. Das sollte passen. Und anschließend wählen wir uns alle Fixtures aus, die blau sein sollen. Farbe und blau. Der Spot übernimmt hier auch. Hier blau. Und das sieht so gut aus. Okay, unsere Szene ist also schon fertig damit. Wir können die Szene hier anwählen und abwählen. Wir hätten die jetzt aber gerne auf diesem Knopf hier. Wie machen wir das? Ganz einfach. Wir gehen hier oben auf Map MIDI. Dann kommt dieses Menü. Hier oben sehen wir alle Funktionen, die wir auf MIDI-Inputs gemappt haben. Um was Neues zu machen, können wir einfach auf eine der hier lila hinterlegten Funktionen draufklicken. Es gibt einiges, was man darauf mappen kann, also wirklich viel. In unserem Fall möchten wir eine einfache Szene darauf mappen. Wir drücken also auf unsere Szene. Die wird dann hier so umrandet. Und anschließend drücken wir auf den dazugehörigen Knopf auf dem APC Mini. Dann kommen ja schon ganz viele Funktionen. Oben ein paar Einstellungen, zum Beispiel, was wir hier targeten. Wir targeten eine Szene. Das Input-Device ist der APC Mini MK2 auf Channel 1. Die Note, das ist die Taste auf dem APC Mini. Und den Button-Mode, in unserem Fall Toggle. Wir möchten eine Szene an- und ausmachen. Wir haben kein Value, was wir verändern, wie zum Beispiel bei einem Fader. Wir möchten auch kein Flash haben. Wir möchten nämlich raufdrücken, um die anzumachen und nochmal raufdrücken, um sie auszumachen. Wenn wir auf Flash drücken, ist sie nur so lange an, wie wir den Finger auf der Taste haben. Wenn wir das gemacht haben, funktioniert das Ganze schon. Wir können hier raufdrücken, um die Szene an- und auszumachen. Wir sehen aber, die Taste hat noch keine Farbe. Wie kriegen wir das jetzt noch hin? Wir gehen zurück in Map MIDI und wählen hier unten unsere Verknüpfung aus und gucken uns jetzt die MIDI-Out-Funktion an. Wir möchten ein MIDI-Signal ausgeben zum APC Mini MK2. Und jetzt gibt es hier unten ein paar Optionen. Es gibt den Control State. Da können wir auswählen, in welchem State, in welchem Zustand wir welche Helligkeit oder welche Blink-Funktion und welche Farbe haben möchten. So, wir möchten also im Control State Off 100% Helligkeit, also Channel 7 haben. Die Velocity, das ist dann die Farbe, die soll 9 sein. Und sehen wir hier, wurde direkt übernommen. So. Wir sehen also, wenn die Szene aus ist, haben wir diese richtige Farbe. Wenn die Szene an ist, geht das Ganze aus. Jetzt können wir die Szene mal anmachen, ist eigentlich irrelevant, sieht man aber dann gleich besser. Denn jetzt können wir hier in Control State von Off auf On gehen. Alles, was wir bei Off eingegeben haben, wird gespeichert. Das bleibt so. Das ändert sich nicht. Und hier können wir jetzt gleiche Einstellungen machen. Wir machen die Helligkeit in meinem Fall wieder auf 100 und die Farbe auf 5, auf Rot. Wenn die Szene an ist, soll die Taste also rot sein. Sehen wir, wurde direkt übernommen. Die Szene ist an, die Taste ist rot. Wir drücken auf, um die Szene auszumachen. Die Taste wird wieder gelb-orange. Und wenn wir nochmal raufdrücken, um die Szene anzumachen, wird die Taste wieder rot.
So einfach ist es schon mit den Tastenmappen. Mit Fadern ist es nochmal viel simpler. Wir gehen auf Map MIDI und können zum Beispiel hier im Mixer den Master Dimmer einfach anklicken, anschließend einen Fader bewegen auf dem APC Mini und das Ganze wird direkt richtig verknüpft. Wir können das schon wieder schließen und den Master Fader verwenden. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche alles zu beantworten. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.